Diesmal geht es um etwas Polarisierendes, etwas Massives, etwas Brachiales und Kompromissloses. Das Proponent von Artisan Cutlery. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im Intro hat man es gesehen, ein heftiges, stabiles Klappmesser. Einfach komplett drüber und definitiv mal was anderes als das, was man sonst so auf meinem Kanal zu sehen bekommt. Zumeist geht es hier dann doch eher um kleine bis mittelgroße Folder. Aber ich habe auch eine kleine Schwäche für große und eher ungewöhnliche Folder. Das hinterfrage ich gar nicht weiter, sondern ich lasse das einfach zu. Kurz zur Transparenz und wie ich zu diesem Messer gekommen bin. Dazu gibt es eine schöne Vorgeschichte. Artisan Cutlery hat mich angeschrieben und ich durfte mir ein Messer zur freien Verfügung auswählen. Ich habe mich dann letztendlich für das Proponent entschieden. Das ist natürlich eine tolle Sache und hierfür möchte ich mich ganz herzlich bei Artisan Cutlery bedanken. Proponent heißt übrigens Befürworter oder Verfechter. Und dieses Messer verfügt über eine sehr wuchtige, etwa 100 mm lange und 4,7 mm breite Wharncliffe-Klinge. Essenszubereitung stellt kein Problem dar. Der Flachschliff endet auf 0,55 mm hinter der Schneidphase. Man traut das diesem Brocken auf den ersten Blick nicht zu, aber er kann sehr sensibel sein und glänzt im Ansatz durchaus mit Slicer-Qualitäten. Macht auf jeden Fall Spaß damit, Gemüse zu schnippeln. Jetzt noch ein paar einfache Aufgaben. Und dann geht es ans Holz. Man sieht hier kurz diesen Gewindestift oder Schraubbolzen. Das ist neben dem stabilen Linerlock eine zusätzliche Verriegelung oder Sicherung und bewahrt die Klinge zuverlässig vor dem unerwarteten Einklappen. Auf diesen Bolzen gehe ich später nochmal ein. Das Proponent wiegt übrigens etwa 270 Gramm, also kleinere Hackarbeiten funktionieren schon allein aufgrund des Gewichts sehr gut. Man hat die ganze Zeit über das Gefühl, ein feststehendes Messer in der Hand zu halten. Es wackelt nichts, alles ist grundstabil und absolut vertrauenserweckend. Klingenstahl ist der D2, gehärtet auf 59 bis 61 HAC. Ja, D2 neigt zu Rost, also Reinigen und gelegentliches Einölen gehört zum Pflegeprogramm dazu, aber das mache ich bei all meinen Messern, also ganz unabhängig von der Stahlsorte. Noch ein paar Details zur Wharncliffe-Klinge. Aggressive Linienführung, alles eckig, kantig, spitz, wirklich auch sehr wuchtig. 47 mm Klingenhöhe, eine kerzengerade Schneide. Das sind 86 mm bis zu dieser ausgeprägten Schleifkabel. Ja, für einen Choil ist das hier definitiv zu klein. Dann ein sehr gleichmäßig und sauber ausgeführter Anschliff. Wie vorhin erwähnt, 0,55 mm hinter der Schneidphase, also wirklich ein sehr guter Wert für so ein großes Messer. Wir haben ein Sandwashed Finish und das gefällt mir auch gut. Das schluckt Kratzer und Gebrauchsspuren nahezu komplett weg. Schön gemacht. Als Designelement hier beidseitig angebracht diese stark ausgeprägte Hohlkehle und auch eher ein Designelement ist dieses Jimping. Das ist, ja, verleiht eher wenig Grip, muss man sagen. Der Klingenrücken ist bis zur Spitze komplett angefasst. Gefällt mir auch gut. Und das ist hier wirklich eine Klingenspitze, die den Namen auch verdient. Wharncliffe typisch, extrem spitz, wirklich extrem pointy. Auch relativ fein ausgeführt hier vorne. Gefällt mir gut. Dann ein riesiger Daumenpin. Also das sind hier 11 mm Durchmesser, beidseitig angebracht, rechts- und linkshänder tauglich. Und der funktioniert auch sehr gut. Das macht richtig Spaß, muss man sagen. Ja, liegt dann auch am Gewicht der Klinge, muss man dazu sagen. Könnte vielleicht auch in manch einer Schneidsituation ein bisschen störend sein, aber das ist hier eine Schlitzschraube, also den kriegt man auch wirklich leicht ab. Macht das Messer dann leider auch nicht 42A-konform, aber ja, das soll heute nicht das Thema sein. Beschriftung, links das Artisan Cutlery Logo und rechts wird es ein bisschen komplizierter. Hier steht 1820p und D2.
D2 ist die Stahlbezeichnung, 1820 gehört noch zur Modellbezeichnung, also Proponent 1820. P steht für Practical, das ist die Budgetlinie von Artisan Cutlery. Es gibt dann noch die G-Serie, da wird dann ja so Titan und S35VN Stahl zum Beispiel verbaut, also auf jeden Fall hochwertige Materialien. Hier das Dirk Pinkerton Logo und der Schriftzug, und wenn man sich das hier mal anschaut, das ist ein ganz typisches Pinkerton Design. Wenn man sich seine anderen Entwürfe mal anschaut, dann ja, sieht man sofort, das ist Dirk Pinkerton. Also er hat sehr häufig Wharncliffe Klingen im Programm, und wie hier halt auch, merkt man sofort. Wir haben eine weitere Öffnungshilfe, ein Flipper-Tab mit einem leichten Chimping, wäre vielleicht sogar nicht nötig gewesen, aber stört auch nicht. Und ja, aufgrund des hohen Gewichts der Klinge funktioniert es hier richtig gut. Wir haben Keramikkugellager, das ist auch ein recht weicher Klingengang. In dem Fall hätten vielleicht sogar Bronzewascher gereicht aufgrund des Gewichts, aber ich denke mal, Artisan Cutlery hat sich hier für den größeren Spielspaß entschieden, und den gibt es zumeist mit Kugellagern. Das ist einfach so, und aufgrund der Klingen kann man hier auch sehen, das fällt mehr oder minder von allein ins Heft. Ja, gefällt mir auch gut. Schöne Sache. Jetzt zeige ich euch mal, wie straff der Detent ist. Ich nehme das Messer hier wirklich nur an der Klinge. Also hier ist keine Zauberei dabei, und ich kann hier wackeln und tun, und der sitzt wirklich enorm straff. Der hat einen sehr hohen Widerstand. Gefällt mir auch gut. Die Klinge bleibt hier wirklich zuverlässig im Heft. Klingenstand ist auch mittig. Also qualitativ kann man hier nichts sagen. Das passt alles. Nun zum Griff, und der ist gewaltig. 130 mm lang, 115 mm sind davon effektiv greifbar. Griffvolumen nahezu durchgängig 100 mm, also das sind heftige Dimensionen. Griffmaterial ist schwarzes G10 mit vielen Fräsungen. Manche davon sind sinnvoll, manche davon eher so Designelemente. Unter dem schwarzen G10 haben wir hier Stahlliner. Die sind teilweise skelettiert, also hier auf der linken Seite. Ja, Gewichtsersparnis bei 270 Gramm. Naja, gut, aber kann man machen. Ansonsten gibt es hier keinerlei scharfe Kanten. Das ist alles abgerundet, alles angefasst. Gefällt mir wirklich gut. Ja, schön gemacht. Der Griff liegt hier auch wirklich satt in der Hand, also ideal auch für Handschuhe. Abzüge gibt es hier in der B-Note, also für mich ist hier der Abstand vom Zeigefinger bis zur Schleifkabel ein bisschen zu groß, bedingt hier durch diesen Guard, respektive Flipper, und auch durch diese Schleifkabel. Ja, das sind hier bestimmt 2 cm, und dann ist die Kraftübertragung auf Schneidgut einfach nicht so ideal. Man hätte hier vielleicht die Schneide einfach noch 5 mm weiter hinterziehen können, und dann hätte man immer noch eine kleine Schleifkabel gehabt. Ja, Vorgriff geht hier auch nicht. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen, höchstens mal mit Handschuhen, aber man ist hier sofort auf der Schneide. Ja, wie gesagt, das mit der Schneide hätte man machen können. 5 mm weiter hinterziehen, und ja, vielleicht überlegt sich das Artisan Cutlery dann für die nächste Auflage des Proponent. Muss man einfach mal sehen. Weiter mit dem Clip. Der ist Tip-Up und auf rechts und links ummontierbar. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Die Spannung ist hoch genug, also wirklich kräftig. Und wir haben auch einen ordentlichen Abstand. Das ist auch nicht so selbstverständlich. Also hier passt auf jeden Fall Stoff drunter. Deep Carry ist es nicht, aber finde ich jetzt in dem Fall nicht so störend, muss ich sagen. Optisch erinnert mich das hier so ein bisschen an einen Geldclip, muss ich sagen. So einen Money Clip. Aber insgesamt schön gemacht. Sehr auffällig, sehr ungewöhnlich. Auffällig und ungewöhnlich sind hier auch die Verschraubungen. Das sind alles Schlitzschrauben, also bis auf 2 8er-Torx, aber hier bei der Achse Schlitz, dann beim Daumenpin Schlitz und hier auch bei der Clipverschraubung Schlitz. Sieht man wirklich selten heutzutage, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Man könnte das ganze Messer mit einem ganz simplen Victorinox komplett nachjustieren. Man könnte vielleicht auch mal den Daumenpin irgendwie abschrauben, wenn man das möchte. Also das gefällt mir ganz gut. Jetzt zu einem kleinen Highlight, und zwar ist das in dem Fall dieser kleine Gewindestift oder dieser Schraubbolzen. Ja, letztendlich ist er dafür da, dass man hier einfach mal eine temporäre Stabilisierung hat oder eine zusätzliche Verriegelung. Wie vorhin erwähnt, hat man mit diesem Gewindestift tatsächlich das Gefühl, ein feststehendes Messer in der Hand zu halten. Das
wird natürlich niemals die Stabilität eines feststehenden Messers erreichen, das ist ganz klar. Aber man hat hier den Liner Lock, man hat diesen Gewindestift, hier hat man einen ganz, ganz dicken Anschlagbolzen und diese Klinge bewegt sich kein bisschen. Also das ist extrem stabil, hier kann nichts passieren, die Klinge kann hier nicht einklappen. Das ist, ja, ich würde sagen, es ist ausgeschlossen. Das ist richtig gut gemacht. Man kennt ähnliche Konzepte auch von Midgards, die haben das aber auch nicht erfunden, also das gibt es schon länger. Hier zum Beispiel das Beowulf, hier ist ein Framelock, den Framelock kann man auch noch fixieren und dann hat man hier noch diesen kleinen Gewindestift, also das ist sehr, sehr ähnlich. Und es gibt so eine Art Konzept Light, möchte ich fast sagen. Das ist hier das CRKT Churnier. Hier hat man das Bordwerkzeug, das ist ein 6er Torx und der ist normalerweise hier im Griffrücken verstaut und den kann man dann auch nach vorne setzen und man kann die Klinge durch ein kleines Loch hier fixieren. Das wackelt zwar ein bisschen, aber einklappen kann das auch nicht. Also das ist auch gut gemacht. Und dann gibt es noch das Sanrenmu 9165. Ja, ungefähr das gleiche Prinzip. Hier hinten, recht unauffällig im Griff, ist ein ganz kleiner Pin. Den kann man rausziehen und vorne reindrücken. Jetzt bewegt sich auch hier nichts mehr. Also das sind sehr ähnliche Konzepte. Gibt es also alles schon länger. Aber nichtsdestotrotz, das ist wirklich eine sehr, sehr stabile Angelegenheit. Also das Proponent ist wahrscheinlich derzeit mein stabilstes Messer. Das ist wirklich ein heftiges Ding. Vielleicht zusammen hier mit dem Beowulf. Ja, einfach gut gemacht. Kommen wir zum Fazit. Beim Fazit bediene ich mich der Worte zu Beginn des Videos. Polarisierend, massiv, brachial und kompromisslos. Es ist komplett drüber, es macht riesig Spaß, den Sinn dahinter kann man sicherlich hinterfragen, aber letztendlich läuft das hier immer aufs Gleiche raus. Es ist Geschmackssache. Mir gefällt das Teil. Ja, es löst was aus, wenn man es in der Hand hält. Die Optik ist heftig. Der Spielspaß ist groß. Es ist ein richtiges Fidget Knife. Und man kann auch irgendwie nicht wegschauen. Dazu dann diese Lösung mit diesem Gewindestift zur zusätzlichen Arretierung der Klinge. Das gefällt mir auch. Und dieser Stift, der hat 6 mm. Also das ist eine ganz normale 6 mm Schraube, eine mechanische. Kann man hier reinschrauben, vielleicht ein bisschen kürzer. Aber das würde gehen, falls man das Teil hier mal verlegt, verliert oder einfach nicht dabei hat. Dann nimmt man eine 6 mm Schraube und das funktioniert dann genauso. Und man kann die Klinge auch im geschlossenen Zustand fixieren. Ja, was das dann für den 42A bedeutet, kann ich nicht sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht für den Transport. Aber so kriegt man das Messer auf keinen Fall auf. Ja, wollte ich auch mal nebenbei erwähnt haben. Das i-Tüpfelchen wäre vielleicht gewesen, wenn man diesen Gewindestift irgendwie am Messer untergebracht hätte. Hier hinten wäre es vielleicht gegangen, aber da passt die Gewindegröße nicht. Da hätte man vielleicht größere Schraube nehmen müssen, beziehungsweise ein größeres Gewinde, dann wäre das vielleicht gegangen. Wobei man dann hier schon die Klinge sieht, also wenn, dann wäre nur diese Schraube möglich, aber vielleicht wäre das irgendwie gegangen, keine Ahnung. Ja, da kann sich vielleicht Artisan Cutlery dann mal irgendwas überlegen für die Zukunft. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Gut, dann zum Preis. In Deutschland liegt der Preis hier etwa bei 90 bis 100 Euro, wenn man es denn bekommt, muss ich dazu sagen. Das Proponent sieht man wirklich eher selten. Ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft vielleicht ändert. In Amerika kostet das Proponent umgerechnet 67 Euro. Von Artisan Cutlery habe ich sogar einen 10% Rabattcode erhalten. Also er geht bestimmt auch für andere Messer von Artisan Cutlery, dieser 10% Code. Aber ja, es ist eben dann Bestellung aus Amerika. Da kommt dann vielleicht noch Zoll drauf und was weiß ich, was da alles dazu kommt. Dann liegt man wahrscheinlich auch bei 90 bis 100 Euro. Also das muss man sich dann überlegen. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben. Ja, ansonsten findet ihr wie immer alles Wichtige zum Messer in der Videobeschreibung. Dort ist auch ein normaler Produktlink, die Spezifikation und vieles mehr. Und dort ist auch ein Video von Metal Complex zur Edelvariante des Proponent verlinkt. Das hat dann Titangriffschalen und den S35VN Stahl. Also wirklich ein geniales Teil. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.